Heute gucken wir uns mal das Lenkgetriebe vom Käfer an. Oder vom Typ 3 oder vom Karmann-Ghia. Das ist nämlich alles das Gleiche. Das sieht meistens so aus, total eingesaut mit einem dicken Schmierfilm aus Öl und Schmodder, weil es undicht geworden ist. Das ist ja gefüllt mit Getriebeöl oder mit Getriebefließfett, kann man sich aussuchen. Und dann sind hier oben diese Nachfüllstopfen sind abgebrochen, dann ist es meistens ausgeschlagen und hat Spiel, die Lenkung funktioniert nicht mehr richtig und dann kaufen die Leute ein neues Lenkgetriebe. Das war ja auch bisher überhaupt kein Problem, denn dieses VW-Lenkgetriebe wurde hier von der Firma TRW, das war der VW-Zulieferer, in Brasilien noch bis neulich produziert. Wir haben das in großen Stückzahlen importiert, haben viel Umsatz mitgemacht und jetzt macht es TRW nicht mehr. Ich habe echt versucht, sie zu überreden, nochmal für uns 5.000 oder 10.000 zu machen, wollen sie nicht und was gibt es jetzt? Natürlich nur chinesische oder sonstigen obskuren Nachbau davon. Das will man natürlich nicht am Auto haben, weil sicherheitsrelevante Teile sollte man nicht aus seltsamen asiatischen Quellen kaufen. Was kann man also heute machen? Das Schöne ist ja, meistens ist es überhaupt nicht nötig, das neu zu machen, denn wenn hier diese Nachstellschraube noch so weit raussteht hier, dann ist das ein Indiz dafür, dass das Lenkgetriebe wahrscheinlich noch in Ordnung ist. Dann kann man das aufmachen. Das haben wir hier mal gemacht und kann das auseinandernehmen und siehe da ist überhaupt nicht so viel Raketenwissenschaft dran an so einem Lenkgetriebe. Da sind hier zwei Kugellager drin, die können natürlich kaputt sein, sind aber meistens in Ordnung und selbst wenn sie kaputt sind, dann kann man die neu kaufen. Das ist kein so Big Deal. Dann haben wir hier diese Schnecke, die kann eingelaufen sein oder die kann gefressen haben, dann ist wirklich vorbei mit dem Lenkgetriebe, dann muss man ein anderes nehmen. Das ist aber meistens nicht so. Meistens ist es in Ordnung und sieht erstaunlich gut aus nach dem Säubern. Und was macht man dann, wenn man das alles schön sauber gemacht hat? Dann muss man das natürlich neu abdichten, denn es soll ja nicht mehr das Öl rauslaufen, damit wir keinen Ärger mit den langhaarigen Bombenlegern kriegen. Das ist ja nicht gut, wenn das Auto immer so ein bisschen tropft. So, also, da müssen neue Simmeringe rein. Hier unten ist ein Simmering drin, wo die Welle zu den Spurstangen rausgeht, wo der Umlenkhebel dran ist. Dann hier oben, wo die Welle von der Lenkstange reingeht, da ist auch ein Simmering drin. Dann ist eine Papierdichtung zwischen den Gehäusehälften und hier oben diese Stopfen. Die muss man auch oft neu machen, weil sie abgebrochen sind oder weg. Und das ist alles nicht teuer. Dafür haben wir jetzt hier bei Fewip einen Dichtsatz gemacht für dieses Rolllenkgetriebe und auch für das Spindellenkgetriebe vom Ovalkäfer und sogar für die Brezelkäferfreunde habe ich es gemacht, denn das hat eine spezielle Größe, weil da die Wellen andere Durchmesser haben. Und auch für ein 1302, 1303, da fehlt noch die Papierdichtung, die haben wir aber dann übernächste Woche und das kann man alles jetzt bei den Fewip-Vertriebspartnern sich bestellen. Die Teilenummern sind in der Beschreibung vom Reel. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist der Dichtsatz und da ist jetzt drin der große Simmering für unten, der kleine Simmering für oben, da sind die beiden Stopfen drin und da ist die Papierdichtung drin. So, das treibt man da ein, dafür braucht man kein Spezialwerkzeug, das ist wirklich nicht schwer. Dann setzt man das Ganze wieder zusammen, füllt neues Getriebeöl oder Getriebefließfett, kann man sich aussuchen, ist egal, füllt man dann da rein und dann hat man ein schönes, sauberes, neues Lenkgetriebe. Aber ein Lenkgetriebe ist kein Plug-and-Play-Teil. Wenn man das jetzt alles schön sauber und neu abgedichtet hat, dann kann man das nicht einfach so ans Auto bauen, man muss es einstellen. Übrigens, Leute, das muss man auch mit einem neuen Lenkgetriebe machen. Die Leute denken ja heute, kauft man ein Neuteil, wirft man ans Auto und dann funktioniert das. Nein, man muss es einstellen. Und das ist nicht ganz ohne. Das muss man schon können, beziehungsweise man muss sich die Informationen besorgen. Ich habe hier mir einen Auszug aus dem Reparaturleitfaden aus den 60er Jahren ausgedruckt und da steht das alles drin. Und das ist wirklich kein Hexenwerk, wenn man die Anleitung hat, die kann man sich im Netz runterladen oder man holt sich diesen Werkstattleitfaden aus dem Antiquariat, kann ich überhaupt sehr empfehlen, dann stellt man das Ganze ein und schon funktioniert das Ganze auch ohne, dass man ein asiatisches Lenkgetriebe dran hat, wo man nie so genau weiß, ob man nicht doch damit in den Graben fährt. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man traut sich diese gar nicht so schwere Arbeit zu und setzt das zusammen. Wenn man das aber kann, dann sollte man sich auch bitte hier bei uns bewerben, denn hier in dieser tollen Werkstatt, da fehlt noch mindestens ein Mitarbeiter. Also wenn du dir sowas zutraust
Und es ist egal, ob du Mädchen, Junge oder Alpaka oder Straßenschild bist, dann bewirb dich hier, schreibst du mir über Instagram eine nette Bewerbung, solltest natürlich auch hier in der Nähe von Bonn wohnen, damit du auch morgens pünktlich zur Arbeit kommst. Und dann kannst du hier einen Traumjob machen. Oder du kannst das nicht und sagst, nee, ist mir alles zu viel Arbeit. Dann kannst du natürlich so ein asiatisches neues Lenkgetriebe kaufen, ist aber keine so gute Idee. Man sollte dann gucken, dass man ein originales, überholtes kriegt. Das haben wir natürlich hier auch in den letzten Wochen in der Werkstatt im Vorgriff zu diesem Video gemacht, damit wir wissen, ist es denn wirklich so einfach, wie wir uns das vorstellen? Es ist einfach. Ne? Und für die, die nun wirklich nicht schrauben können oder wollen, haben wir dann diese Lenkgetriebe überholt, die wir als Gebrauchteile gesammelt haben. Ne? So sieht das dann aus, richtig schön sauber mit versiegelten Schrauben dran, mit einer Grundeinstellung auch drin. Das ist jetzt natürlich kein Feweb-Ersatzteil, weil es ja kein Neuteil ist. Man kann es aber trotzdem über alle Feweb-Distributoren bestellen. Kostet eine Menge Geld, da war noch viel Arbeit drin. Aber dafür hat man ein originales, frisches, schönes Lenkgetriebe. So, haben wir wieder was gelernt. Schönes Wochenende. Bis demnächst.